Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Shirin. Bei mir herrscht wieder mal das Chaos. Ich bin Mutter von 2 Kindern. Wir kommen gerade aus dem Urlaub und ich sage euch, meine ganzen Routinen sind eingeschlafen. Wir waren so beschäftigt mit Kindergeburtstag organisieren, Koffer auspacken und so weiter, dass hier die Routinen auf der Strecke geblieben sind. Deswegen möchte ich euch heute auf jeden Fall mitnehmen. Ich zeige euch, wie ich diese ganzen angesammelten Hotspots auflöse und wie ich wieder den Weg bereinige, um wieder in meine Routinen einsteigen zu können. Wenn dich das Video interessiert, bleib auf jeden Fall dran. Lass mir gerne ein Abo da, einen Daumen hoch, einen Kommentar, wenn dir das Video gefällt. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Zuschauen. Wir starten wie immer mit der Ausgangssituation. Ich habe überall Hotspots. Hier sind zum Beispiel Sachen vom Kindergeburtstag. Da liegt ein bisschen was vom Papierkram. Da vorne liegen nochmal Sachen, die ich aus der Tasche gekramt habe und abgelegt habe. Die Wäsche ist zusammengefaltet, wurde noch nicht weggeräumt. Dann das alltägliche Chaos, was man so mit Kindern hat. Und eigentlich liegt überall gerade im Moment in der Wohnung alles kreuz und quer. Nichts hat gerade seinen Platz und es muss auf jeden Fall einmal komplett aufgeräumt werden, weil ich komme nicht hinterher. Überall hat sich was angesammelt. Die Hotspots ziehen immer mehr Chaos an, das kann ich auf jeden Fall gerade sagen. Und es wird auf jeden Fall Zeit, einmal richtig Hand anzulegen. Auch das Kinderzimmer ist komplett verwüstet. Nichts ist mehr auf seinem Platz. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich da Sachen zurückräumen soll, weil einfach gar nichts mehr an seinem Platz ist einfach. Und das Badezimmer sieht auch nicht viel besser aus. Also ich habe die ganze Zeit über so ein bisschen husch-husch immer gereinigt, aber nicht wirklich Ordnung geschaffen und das rächt sich im Moment, weil es wird überall zunehmend chaotischer. Ich sehe auf jeden Fall, wie das Ganze gerade am Einreißen ist und aus diesem Grund ziehe ich heute die Reißleine und habe jetzt den inneren Schweinehund überwunden und gehe die ganze Sache jetzt an und muss alles nochmal richtig auf Vordermann bringen, eine gute Situation schaffen, um wieder mit meinen Routinen einsteigen zu können. Hier das ganze Chaos und das ganze Gedöns, was so einzeln rumsteht, auf jeden Fall bereinigen, damit ich halt auch wieder mit meinem Zwischenswipe weiterkomme. Die Küche genauso, auch hier steht wieder was rum vom Kindergeburtstag. Es ist einfach alles irgendwie nicht mehr wirklich schön und da möchte ich heute anknüpfen. Hallo ihr Lieben, ich sehe nicht nur so fertig aus, ich bin tatsächlich auch wirklich fertig. Ich schneide gerade das Video. Mir ist dabei aufgefallen, dass es sinnvoller wäre, das Video in 2 Teilen hochzuladen, weil sich es im ersten Teil des Videos mehr darum dreht, wie ich diese ganzen Hotspots auflöse und die Küche reinige, um halt wieder mit meinen Routinen zu beginnen. Und im zweiten Teil des Videos wird es vorrangig ums Ausmisten, Entrümpeln und Krisenputzen gehen. Und ich würde das auch ganz gerne so unter dieser Überschrift sozusagen unterteilen, werde euch aber am Ende des Videos nochmal eine gute Vorschau davon geben, wie es denn im nächsten Video weitergeht, einfach der Vollständigkeit halber, dass ihr dann halt seht, dass die ganze Wohnung auch wirklich bearbeitet wurde. Aber das ist der Grund, warum ich das jetzt in 2 Teile teile. Also ich bitte um euer Verständnis und hoffe, dass euch das Video trotzdem Spaß macht. Um mich voll und ganz erstmal aufs Wohnzimmer zu konzentrieren, habe ich mir erstmal eine Tüte genommen, in der ich alles, was an Spielzeug rumliegt, was nicht ins Wohnzimmer gehört, da reinpacke und diese dann ganz zum Schluss ins Kinderzimmer bringe und dort dann halt verräume. Ich möchte die Zeit gerade effektiv wie möglich nutzen, deswegen versuche ich mich wirklich Raum für Raum vorzuarbeiten, um mich nicht irgendwo zu verzetteln, weil dazu neige ich auf jeden Fall. Und dadurch, dass gerade jeder Raum gerade auch bearbeitungsbedürftig ist, kann es schnell passieren, dass man sich verzettelt. Und aus diesem Grund gehe ich jetzt wirklich Raum für Raum vor. Hier hinten in der Ecke haben wir zum Beispiel Strickjäckchen für die Kinder, falls denen mal kalt sein sollte, oder auch Decken. Da liegen aber jetzt auch wieder Kabel rum, die dann nichts zu suchen haben. Da sind auch noch Süßigkeiten-Tüten über von gestern Abend. Auch die habe ich noch nicht weggeräumt. Und ich versuche jetzt einfach alles, was so an Krimskrams und Gedöns rumliegt, wegzuräumen. Und vor allem an seinen Platz zu räumen, ganz wichtig. Ja, das Chaos hat sich gerade besonders in diesen Hotspot-Bereichen total verselbstständigt. Zum Beispiel in dieser weißen Scoop-Kiste, da waren noch so ein paar Preise über vom Kindergeburtstag, da waren Batterien drin für das Kinderspielzeug und Kräuselbänder und so weiter. Und diese Kiste steht da schon seit ein paar Tagen und zieht immer mehr Kleinkram an. Und ich hasse Kleinkram, weil das muss immer einmal quer durch die gesamte Wohnung an 20 verschiedenen Orten platziert werden oder zurückgebracht werden. Und das hält auf jeden Fall auf. In dieser Fächermappe lagern wir unsere Post- und Papierkram auf
Und dieses System funktioniert wunderbar für mich. Also falls es euch interessiert, ich hatte auch dazu ein Video gemacht, was auch ganz gut angekommen ist. Das heißt, organisiert ins neue Jahr. Da zeige ich euch, wie ich die Papiere bestmöglich ablege, chaotenfreundlich sozusagen. Aber trotzdem hat diese Mappe natürlich nichts im Wohnzimmer zu suchen und genauso wie dieser ganze andere Kleinkram auch nicht. Und ich versuche das alles jetzt einfach wieder an seinen Platz zu bringen. Und gerade weil das halt so viel Kleinzeug ist, ist das doch zeitaufwendiger, als man denkt. Die Zeichnungen meiner Kinder hebe ich nicht alle auf. Die besonders hübschen oder wo sie Fortschritte gemacht haben, da schreibe ich nochmal den Namen und das Datum drunter und hebe es dann natürlich für die Kinder auf. Alles andere versuche ich sofort zu entsorgen. Ich wische natürlich noch die Tische ab, ich puschel die ganzen Oberflächen und Möbel ab, auch die Bilderrahmen. Ich habe bei der Gelegenheit auch nochmal 3 Bilderrahmen aussortiert, die einfach nicht auf diese Kommode gut draufgepasst haben. Und ich wische natürlich auch die ganzen Kinderstühle ab, damit diese auch wieder sauber sind. Auch die Schrankfronten müssen auf jeden Fall abgewischt werden. Ich habe ja 2 kleine Kinder, die touchen da gerne mit ihren schmutzigen Händen dran und deswegen wird das halt auch noch gemacht. Und als nächstes kümmere ich mich dann darum, dass ich die Wäsche, die ich schon zusammengelegt habe, erstmal ins Schlafzimmer bringe. Wie gesagt, heute ist mein Plan so, dass ich nichts drüben jetzt verräume, sondern einfach erstmal die Sachen aus dem Wohnzimmer rauskriege, um mich nicht zu verzetteln und um mich so von Raum zu Raum vorzuarbeiten. Ich versuche alles, was geht, hinter verschlossenen Türen zu halten, wie zum Beispiel den Laptop, aber auch so Dekorationszeug möchte ich gar nicht mehr so viel rumstehen haben, weil mir einfach bewusst geworden ist, es lässt sich viel, viel einfacher reinigen, wenn man wenig rumzustehen hat. Man hat freie Flächen, die man wirklich schnell nebenher noch mitputzen kann und natürlich weniger Sachen, die einstauben können. Als nächstes kümmere ich mich endlich um diese Hotspot-Kiste. Da drin sind vor allem Kräuselbänder, Tesafilm und ähnliches und diese räume ich jetzt in die entsprechende Geschenkverpackungstasche zurück. Diese Tasche habe ich mir vor 2 Jahren bei Ikea gekauft und diese Tasche ist einfach nur genial, weil man kann da richtig viele Geschenkpapierrollen reinlegen. Man kann sogar ein Gummiband drum spannen, wenn man möchte. Rechts gibt es noch einen abgeteilten Bereich, der sich super für Geschenkbänder und Kräuselbänder eignet. Und im Deckel gibt es auch nochmal 2 Taschen, wo ich zum Beispiel Geschenktüten und Karten aufbewahre. Also bevor ich diese Tasche hatte, hatten wir immer Chaos, was Geschenkpapiere und Bänder anging. Und seitdem ist endlich Ordnung. Also ich kann wirklich diese Tasche euch nur ans Herz legen. Wie gesagt, diese ist von Ikea. Ich werde euch ein ähnliches Produkt von Amazon in die Infobox verlinken, falls es euch interessieren sollte. In dieser Aufbewahrungsbox hebe ich alles Mögliche an kleineren Belohnungen und Geschenken auf, entweder Sachen, die ich beim Angebot irgendwo gesehen habe und gekauft habe, oder halt Kleinigkeiten, die ich als Belohnungen habe, wie zum Beispiel Seifenblasen, Knete, Sticker und so weiter. Aber dafür räume ich jetzt auch nochmal die übergebliebenen Preise vom Geburtstag mit ein. Diese Kiste ist super, wie gesagt, sollte ich mal ein Kind belohnen möchten, dann kann ich das daraus machen. Sollten wir mal kurzfristig irgendwie zu Besuch eingeladen sein, wo dann vielleicht auch Kinder sind, dann kann ich auch irgendwie eine Kleinigkeit aus dieser Kiste halt mitnehmen und habe halt so immer irgendwie was vorrätig zu Hause. Das Wohnzimmer ist jetzt soweit fertig. Ich bringe jetzt noch das Spielzeug ins Kinderzimmer und kümmere mich als nächstes um die Küche. Es ist jetzt vormittags und hier sieht man schön, wie ich die Routine nicht befolgt habe. Im Normalfall hätte ich ja abends die Spülmaschine angeschmissen, hätte morgens die Spülmaschine ausgeräumt und hätte den ganzen Tag die Möglichkeit, die Spülmaschine zu befüllen. Das habe ich jetzt nicht getan und das wird sich auf jeden Fall rächen. Warum? Weil jetzt sind gerade mein Mann und meine Kinder draußen. Wenn sie wiederkommen, dann bin ich aber auch schon am Kochen. Ich werde das Mittagessen vorbereiten. Die Spülmaschine läuft. Das heißt, ich kann
das schmutzige Geschirr nicht direkt in die leere Spülmaschine packen. Nein, ich muss sie dann erstmal in der Spüle sammeln. Dann werden wir essen. Dann kommt also auch noch das ganze Geschirr vom Mittagessen dazu. Auch das wird sich stapeln, bis dann die Spülmaschine durchgelaufen ist und ich dann endlich die Spülmaschine ausräumen kann. Dann tänzeln aber auch schon die Kinder um mich rum. Das heißt, ich muss die Spülmaschine ausräumen, habe dann aber auch schon Geschirrberg, den ich wieder einräumen muss. Das heißt, ich habe automatisch mir 3, 4 Baustellen gleichzeitig eröffnet, die mich aus dem Konzept bringen, die mir halt auch den Haushalt für den Moment erschweren, weil sie mich einfach unter Stress und Druck setzen. Und all das passiert eben nicht, wenn man mit den Routinen arbeitet. Wenn du abends schon alles so vorbereitest, dass der nächste Tag so stressfrei wie möglich beginnt, hast du diese Probleme nicht. Dann hast du immer nur 1, 2 Handgriffe, auch am Morgen, wie gesagt, zum Beispiel nur die Spülmaschine ausräumen und du hast den ganzen Tag keinen Stress damit, dass irgendwo sich was stapelt, weil du hast die entsprechenden Vorbereitungen getroffen, dass du alles irgendwie unterkriegst und alles in 2, 3 Minuten machen kannst. Wenn du das halt nicht tust, wenn du diese Routinen nicht befolgst, dann fehlt einem einfach die Struktur und man weiß irgendwann nicht mehr, wo vorne und hinten ist und wo man anfangen soll. Deswegen war es mir besonders wichtig, die Ausgangssituation der Wohnung so zu verbessern, dass ich direkt wieder in meine Routinen einsteigen kann und endlich mein Leben wieder in den Griff bekomme. Die Küchenspüle ist der Dreh- und Angelpunkt der Fly Lady Methode. Möchtest du mit der Methode beginnen, solltest du 15 Minuten am Stück die Küchenspüle auf Hochglanz polieren, sei es mit Zahnseide oder Zahnbürste. Es soll richtig zelebriert werden und wirklich auf Hochglanz gebracht werden. Das Gleiche gilt auch, wenn du aus den Routinen raushüpfst. Dann sollst du auch das wieder als Startpunkt nehmen. Die Küchenspüle soll einmal ordentlich geputzt werden. Das hat ja auch so ein bisschen unterbewusste Motivation. Die Küchenspüle ist ein zentraler Punkt in der Küche. Man betritt die Küche mehrmals am Tag. Man kann sich immer wieder dran motivieren und erfreuen, wie schön sauber die Küchenspüle geworden ist, und das motiviert einen halt auch weiter dran zu bleiben und die Küchenspüle auch sauber zu halten, beziehungsweise auch das Drumherum. Da ich ja jetzt noch einiges mehr im Haushalt heute machen möchte und die Küchenspüle an sich jetzt nicht der einzige Punkt auf dem heutigen Plan ist, nehme ich mir dafür nur etwa 10 Minuten Zeit statt 15 Minuten, aber ich habe sie auf jeden Fall dennoch ordentlich geputzt und man sieht den Unterschied und das wird mich auf jeden Fall weiter motivieren, dran zu bleiben. Zu guter Letzt kümmere ich mich jetzt noch um die Hotspots im Flur. Auch da hat sich wieder über die Tage einiges angesammelt. Ihr seht da schon die Sachen da rumstehen. Von Uhren, Desinfektionsmittel, Kinderflasche, Nasenspray, Schlüssel, alles Mögliche liegt da rum. Das hat natürlich alles dort oben nicht zu suchen. Ich verräume die Sachen jetzt zurück an ihren Platz, kümmere mich jetzt noch um die Hotspots, versuche noch die Taschen vernünftig hinzuhängen, die Jacken vernünftig hinzuhängen und auch die Schuhe nochmal zu ordnen. Gerade der Eingangsbereich ist sowas wie eine Visitenkarte der Wohnung. Wenn der Postbote an der Tür klingelt, der Paketbote, der Nachbar, der sieht immer deinen Eingangsbereich und deswegen ist es eigentlich besonders wichtig, dass dieser Bereich immer ordentlich ist. Im Flur ging es tatsächlich relativ schnell. Insgesamt hat die ganze Putzaktion heute nur etwa 1 Stunde gedauert. Das ist eigentlich voll in Ordnung dafür, dass ich wirklich so viel Kleinkram und Krimskrams hatte, was ich verräumen musste. Ich hätte mit viel, viel mehr da im Vorfeld gerechnet. Es ging aber auf jeden Fall relativ zügig und ich war auch hochmotiviert. Als ich dann drin war, hat es auch Spaß gemacht und ich bin dran geblieben. Auf jeden Fall war das mit Teil 1 des Videos und jetzt zeige ich dir die Vorschau, wie es im nächsten Video weitergeht. Im nächsten Video zeige ich dir nämlich, wie ich ausmiste, entrümpel, entsorge, neu organisiere. Wir haben dafür sogar einen neuen Schrank gekauft und da ist einiges wieder zusammengekommen. Außerdem geht es auch noch im Krisenputz im Badezimmer weiter. Ich putze da alles wirklich wieder tipptopp sauber und ich entledige mich auch dort wieder von sehr, sehr viel Zeugs, was ich auch schon mehrmals in der Zonenreinigung in der Hand hatte, aber ich hatte an dem Tag einfach so es gestrichen, satt, dass ich ständig wieder über die gleichen Sachen stolper und ich habe mich da wieder von einigem gelöst. Ich sage euch, da sind 2 Tüten zusammengekommen, die ich ausgemistet habe. Außerdem habe ich wirklich nochmal
viele Sachen gründlich geputzt, die nicht so tagtäglich auf dem Plan stehen, sei es der Hocker, sei es der Wischeimer. Also ich habe da wirklich alles Mögliche nochmal durchgeputzt, um einfach wirklich das Gefühl zu haben, dass hier alles sauber ist und ich da halt wieder gut mit meinem Zwischenswipe weiterkomme und ich nicht mehr groß putzen muss in der Zukunft, sondern eigentlich nur noch diesen Zustand aufrechterhalten muss, was wesentlich einfacher geht, weil man dann immer nur 2-3 Minuten aufwenden muss am Tag und man hat es dauerhaft sauber. Außerdem werde ich euch im nächsten Video noch Schmuddelecken zeigen, die mich im Grund und Boden schämen lassen. Und werde dir auf jeden Fall zeigen, was und wie viel ich ausgemistet habe, was ich alles geputzt habe, wie ich geputzt habe. Ich sage euch, ich habe eigentlich alles angefasst, von den Vorhängen bis zu den Pflanzen. Es wurde alles geputzt und ich hoffe, das Video wird dich auf jeden Fall auch motivieren. Sollte dir das Video gefallen haben, lass mir auf jeden Fall ein Däumchen da, ein Kommentar, ein Abo. Alles, was den YouTube-Algorithmus auf mich aufmerksam macht, wäre hilfreich. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle, wünsche dir alles Gute und bis bald.